Ist euch das auch schon mal passiert? Wir haben Urlaubszeit und ich habe meinen Wasserkefir vergessen. Der war jetzt die ganze Zeit in einem 1-Liter-Gefäß, die ganzen Wasserkristalle, und da hat sich irgend so eine Schicht oben gebildet. Das schauen wir uns mal ganz genau an und vor allem, wie man das alles wieder hinbekommt. Also, das Ganze wird jetzt erst einmal abgesiebt und dann schauen wir erst einmal, was dieses Gebilde ist. Das habe ich erst einmal von den Wasserkefirkristallen befreit. Es sieht aus wie eine Essigmutter, ist aber eher so ein Hefefilm. Also keine richtige Essigmutter, aber ich habe mir spaßeshalber mal gedacht, wir testen mal, was passiert, wenn wir das jetzt in Essig einlegen. Also im schlimmsten Fall löst es sich auf und es passiert nichts und im besten Fall wächst es einfach vor sich hin. Kürzlich habe ich euch ja gezeigt, wie man Apfelessig in 3 verschiedenen Varianten herstellt. Das ist einer davon und den gebe ich jetzt einfach hinein. Wichtig, wenn ihr solche Sachen anfasst, immer vorher die Hände waschen. So, dann decke ich das ab, denn die Fruchtfliegen sind gerade gut unterwegs und die wollen wir dann nicht drin haben. So, und jetzt müssen wir uns aber auch um unseren Wasserkefir kümmern. Da nehmt ihr auf 1 Liter Wasser 70 bis 100 Gramm Zucker und dann habt ihr jetzt hier den Wasserkefir. Den habe ich ordentlich unter Wasser einmal durchgespült und sauber gemacht. Die Kefirkristalle gehen da hinein. Und eins unserer jüngsten Kinder hat jetzt hier nochmal eine Limette klein geschnitten statt einer Zitrone. So 1 bis 2 Scheiben reichen eigentlich, aber es war so eine kleine Limette. Noch so ein bisschen Biofeigen oder Datteln noch mit hinzu und dann darf das Ganze 1 bis 2 Tage stehen. Wenn du nicht verpassen willst, wie weitergeht, dann abonniere meinen Kanal und ich freue mich auf euch beim nächsten Mal.